Stauraum im Unterrohr. USB-C-Anschluss direkt am Vorbau. Integrierter Schalter fürs Dynamo im Lenkerende. Taschenset mit Fitlock-Befestigung. Und ihr könnt es ganz einfach in diesem Video gewinnen. Wie, das verrate ich euch gleich. Da ist es also nun, das komplett neue Rose Backroad Carbon in der Unsupported Variante, und pünktlich zur Veröffentlichung dürfen wir euch einen kompakten Überblick über die wichtigsten Neuerungen liefern, auch im Vergleich zum alten Backroad Carbon und zum ebenso neuen Backroad Aluminium. Welches Rad lohnt sich für wen und was denkst du zum neuen Bike? Gern kommentieren, ich freue mich auf den Austausch. Los geht's mit dem, was dieses Rad von Grund auf verändert. Das Herzstück ist der komplett überarbeitete Rahmen mit einem Stauraumfach im Unterrohr. Es gibt eine integrierte Toolbag für Werkzeug und Ersatzteile, daneben auch Platz für Elektrik. Im Rahmen sitzt außerdem eine kleine Schiene, auf der du eine spezielle Powerbank befestigen kannst. In der Unsupported-Variante des Rads, die wir hier sehen, ist die Powerbank schon mit dabei. Bei den anderen Modellen kannst du sie nachträglich kaufen. Alle notwendigen Kabel sind bei allen Modellen vorinstalliert, auch beim neuen Rose Backroad Aluminium. Übrigens sind alle Modelle und Ausstattungsoptionen direkt unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr die genauen Spezifikationen, Farben, Preise und Schaltgruppen ansehen. Spielt später im Gewinnspiel auch noch eine Rolle. Wir wollen aber dieses Video hier nicht überladen. Und wo ich schon von Laden spreche: Am Vorbau ist bei den neuen Rädern ein USB-C-Anschluss verbaut. Das heißt, du kannst während der Fahrt dein Bike-Navi oder Handy laden, und das ganz unkompliziert. Allein das finde ich schon eine starke Verbesserung im Vergleich zum Vorgängermodell. Über ein optionales Dynamo im Vorderrad kannst du auf Touren Strom selbst erzeugen, was dich unabhängiger macht. Mit diesem kleinen Schalter hier am rechten Lenkerende kannst du dann das Dynamo steuern. In der Mitte ist Freilauf gegeben, Schalter nach links, du lädst die Powerbank, und Schalter nach rechts, das Licht geht an. Und das wiederum ist keine halbgare Funzel, sondern eine Supernova MP99 mit Abblend- und Fernlichtfunktion, die du bequem über diesen Schalter hier oben steuern kannst. Hinten ist natürlich auch ein Rücklicht verbaut. Auch neu sind diese Taschen, die passgenau für jede Rahmengröße gefertigt werden. Die Anbringung erfolgt teils magnetisch per Fitlock, was sicherlich einige von euch schon von Fahrradflaschen kennen. Keine Straps, kein Verrutschen und damit auch hoffentlich weniger Kratzer als früher. Kommen wir zum Komfort. Die Reifenfreiheit liegt jetzt bei 50 mm, also viel Spielraum für die Reifenbreite. Mit den dicken Schluppen hier kommen wir dann dem Mountainbike schon wieder deutlich näher. Und es gibt noch ein kleines feines Detail, und zwar verbirgt sich unter diesem Gummi hier der sogenannte Cutout an der Sitzstrebe. Die Sattelstütze wird demnach tiefer geklemmt, und das erzeugt mehr Flex und damit mehr Komfort beim Fahren. Und außerdem neu: alle Varianten des Rose Backroad Carbon setzen jetzt auf ein Einfach-Setup. Das heißt, es gibt keine Umwerfer mehr, dafür ein stabiler Chain Guide, der die Kette an der richtigen Stelle hält, damit sie nicht abspringt. Verglichen zum vorherigen Backroad Carbon ändert sich die Geometrie, insbesondere durch das deutlich vergrößerte Unterrohr, wobei die Silhouette der Räder sehr ähnlich bleibt. Zusätzlich ändern sich die Größenangaben. Ab jetzt sind die Räder von XS bis XL verfügbar, statt den Zentimeterangaben. Und zur Frage, für wen lohnt sich welches Rad? Das Carbon-Modell ist nach wie vor das Rad für lange sportliche Touren, Gravel-Abenteuer und Bikepacking, insbesondere in der Unsupported-Variante wie hier. Das Aluminium-Modell ist insbesondere für den Einstieg und Alltag sehr gut geeignet, da Aluminium etwas günstiger und auch robuster im Alltag ist. Auch dort ist der Stauraum im Unterrohr inklusive Elektrik übernommen worden, und in der EQ-Variante steht das Backroad AL mit Dynamo, Schutzblechen und Licht als funktionales Rad für Pendler zur Verfügung. Und das bringt uns zum Gewinnspiel. Für welches der Räder und vor allen Dingen auch in welcher Farbe würdest du dich entscheiden? Schau dir die verschiedenen Optionen im Rose Online Store an. Wir haben die Räder direkt mit dem ersten Link unten in der Beschreibung verlinkt. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, 3 einfache Bedingungen: Such dir das passende Rose Bike aus, abonniere diesen YouTube-Kanal und kommentiere hier unter dem Video dein Wunschbike und was du damit erleben möchtest. Vielleicht ja einen Toskana Cross, das Video ist hier verlinkt. Alle Teilnahmebedingungen unten in der Beschreibung, und ein weiteres Video, zum Beispiel den Deutschland Cross mit meinem allerersten Rose Backroad gefahren, fast schon nostalgisch, ist hier verlinkt. Vielen Dank an Linus und tschüss!